Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video zum Update, ja, was diese Woche rausgekommen ist. Und dieses Update, ob das gut ist oder nicht, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Und zwar, erstmal möchte ich euch was zeigen. Und zwar gehen wir mal hier kurz in den Chats rein. Wir gehen mal auf einen Gruppenchat, wo ganz viele Leute drin sind. Wir gehen mal hier rein und wir sagen jetzt mal Test. Ja, und ihr werdet sehen, zack, die Nachricht kann nicht gesendet werden. Woran das liegt, was ist passiert, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Und auf jeden Fall kann ich euch noch andere Sachen zeigen. Und zwar neu hinzugekommen ist, für die, die eine Farbschwäche haben, können unter Einstellungen, Optionen hier unten natürlich auch die Farben oder die Farbgebung des Spiels verändern. Das sieht so aus, einmal so einen gräulichen Touch, denn diesen Touch, ja, also diese Farbgebung und jetzt auf einmal, ich denke mal, das ist für diejenigen, die eine Blauschwäche haben, weiß ich nicht, also ich nutze das nicht, aber auf jeden Fall ist das vielleicht eine hilfreiche Einstellung für diejenigen, die eine Farbschwäche haben. Dann haben wir Neuigkeiten und zwar im Season Shop. Wir gehen mal hier auf Battles, so, gehen in den Season Shop rein. Und wir haben jetzt oder können uns Fragmente holen von Negan, ja, von Pamela und vom Governor. 25 Stück. Ich weiß nicht, gab es das nicht letzte Season schon? Keine Ahnung. Also mir ist es jetzt gerade erst aufgefallen. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Und noch ganz wichtig, Clan Shop. Und dort seht ihr, dass wir jetzt auf einmal Boxhandschuhe und Zangen uns kaufen können. Na, mit Clanpunkten. Wird zwar jeden Tag aktualisiert, das heißt, ihr könnt in der Woche 7 Handschuhe euch holen oder auch 7 Zangen. Das machen wir auch mal. So, die nimmt man gerne mit. Zack. Und ansonsten gibt es hier weiter nichts Neues. Weekly Store ist hier was Neues drin. Gut, hier gibt es auch Boxhandschuhe und eine Zange, auch für 400 Rubine. Der Merit Shop ist, glaube ich, gleich und der Mercy Shop ist auch gleich. Na? Okay, wir können mal kurz in den Box-Club gehen. Vielleicht kriege ich ja ein goldenes Abzeichen. Wartet mal, zack, wir machen mal 3 Mal. Nur so nebenbei, ja, um die Stimmung zu lockern. So, zack, weil die Stimmung wird gleich kippen. Okay, habe ich nicht bekommen. Jo, gut, also, der Chat, ne? Also wir können keine Gruppenchats mehr betreiben, das heißt, wir können nicht mehr mit anderen Spielern von anderen Servern kommunizieren, was natürlich dazu beigetragen hat, dass Spieler, die das Spiel eventuell verlassen wollten, haben es aber nicht, weil natürlich, ja, man hat Freunde überall, man möchte mit ihnen kommunizieren und das geht nun mal in den Gruppen, wo viele Leute drin sind von vielen verschiedenen Servern. Nun ist das nicht mehr möglich, das heißt, dieser soziale Aspekt, der fällt hier komplett weg vom Spiel. Die Begründung, die ist theoretisch akzeptabel, aber irgendwie auch nicht. Aber je mehr das Spiel lädt und je mehr im Hintergrund läuft, umso ruckliger wird das Spiel. Ne? Das habt ihr in den Kriegen mitgekriegt und deswegen haben die Entwickler wahrscheinlich gesagt, okay, die Gruppenchats ist das Hauptproblem hier im Spiel. Das heißt, der wird immer geladen im Hintergrund und dadurch ruckelt das Spiel und das ist nicht gut. Also entfernen wir die Gruppenchats. Ja? Also die sind nicht entfernt, die sind noch da, aber ihr könnt sie noch lesen, ihr könnt aber nicht mehr reinschreiben. Ich weiß, wir hatten das schon mal und irgendwann war das wieder frei, aber wie gesagt, ich finde, Leute, Relocations are open. Geil, während ich hier rumtalke. Oh, Wahnsinn, lass uns mal gleich hier rumgucken. Also wie gesagt, die Chats sind flöten gegangen. Ey, das ist ja krass. Holla die Waldfee. Guck mal hier, Server 2008 ist voll, ganz oben. Server 2013 ist auch voll. Und ja, krass. Ja, Leute, ihr könnt wechseln, ja. Also entweder kommt ihr zum Server 20.116, wo ich jetzt drauf bin. Man hört zwar viel, aber das hört man überall, von jedem Server, kein Problem. Also, das soll es auch erstmal mit dem Video sein. Ein kurzes, knackiges Infovideo. Also, die überregionalen Chats gibt es nicht mehr. Ja? Also, ihr könnt nicht mehr miteinander schreiben, was ich ziemlich schade finde, weil das einer der Hauptgründe ist, warum die Spieler hier im Spiel geblieben sind. Dieser Hauptgrund wurde den Spielern nun genommen. Natürlich kann man die Chats auch auslagern und ja, wie gesagt, das geht zu tief in die ja, Mechanik rein, in der App-Gestaltung und ja, ich finde es schade, ja, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ich würde mal sagen, wir hören uns einfach im nächsten Video. Macht es erstmal gut, bis dann und nicht traurig sein wegen den Chats. Doch, ihr könnt traurig sein. Lasst euren Unmut in den Kommentaren freien Lauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, euer Sultai. Ciao, sie.